Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute backen wir Fisch zusammen mit Gemüse und Tomatensauce im Ofen. Das ist ein richtig schnelles Gericht. Also wenn es mal schnell gehen soll, dann würfelt man praktisch einfach nur alle Zutaten zusammen in einer großen Auflaufform und gibt das Ganze in den Ofen und heraus kommt ein sehr leckeres Gericht. Gesund noch dazu und Low Carb. Dazu schneiden wir zuerst Zwiebeln einfach nur in Scheiben und geben die zuallererst in eine große Auflaufform. Dazu werden wir jetzt alles Mögliche an Gemüse geben, was wir hier haben. Ich hatte hier jetzt gestiftelte, gefrorene Karotten und dann dieses gefrorene Kaisergemüse, was ich dazu gegeben habe. Ja, da kann man nehmen, was man möchte. Einfach alles zusammen in die Auflaufform und dann bereiten wir auch schon die Soße zu. Dazu gebe ich ein ganzes Päckchen passierte Tomaten in eine Schüssel und füge dann die Gewürze hinzu. Und dazu nehme ich hier jetzt auch noch gefrorenen Wunderlauch, den ich noch gefroren hatte. Man kann aber natürlich jede andere Art von Kräuter dazu verwenden. Dann würzen wir das mit dieser Natursalzsohle. Die sollte man ja immer anstelle des Natursalzes nehmen. Das ist sehr viel gesünder und besser verwertbar für den Körper. Dann würzen wir noch mit Pfeffer und dann kommt jetzt mein Geheimnis dazu, und zwar in Form dieser eingelegten Salzzitronen, also diese marokkanischen eingelegten Salzzitronen, die sind eben das ganz Besondere an diesem Gericht. Dazu hatte ich ja schon ein Video gedreht. Ich werde euch den Link unten in der Infobox dazu posten. Und ja, wer immer jetzt diese Salzzitronen zu Hause hat, der sollte die dazugeben. Die peppen dieses Gericht einfach ungemein auf und geben einen ganz leckeren Geschmack diesem Gericht, also dieses salz-saure Geschmackserlebnis, was dann daraus entsteht, das ist eben das Leckere daran. Ja, also wir nehmen hier die Kerne natürlich raus, die müssen wir rauspulen. Ansonsten schneiden wir dann einfach diese eingelegten Salzzitronen jetzt in kleine Würfel und geben die hinzu. Ja, und die geben in dem Ganzen einen wirklich unverwechselbaren Geschmack, Mashallah, und das wer immer das also hat zu Hause, sollte das dazugeben. Zu empfehlen wäre es hier, mehr Soße für dieses Gericht zu verwenden, sprich die Hälfte der passierten Tomaten, also nochmal 250 Milliliter an Wasser hinzuzufügen zu dieser Soße. Dadurch wird die einfach etwas dünner und also dünnflüssiger und wir bekommen auch etwas mehr Flüssigkeit für dieses ganze Gericht, was ich einfach anraten möchte. Denn am Ende war das doch relativ trocken und dadurch entfällt dann auch jegliche Beilage, die man dazu essen könnte. Ja, und für diejenigen, die es einfach gerne etwas flüssiger haben möchten und eine Beilage dazu essen möchten, die sollten auf jeden Fall die Soße noch verdünnen, also mehr Soße hinzufügen, indem man eben noch etwas Wasser hinzufügt. Ja, und dann kommen noch einfach Kräuter oder in meinem Fall eben jetzt dieser Wunderlauch nochmal hinzu. Man kann eben auch Petersilie oder jede andere Art von Kräuter hinzufügen, alles gut vermischen. Und dann werden wir auch den Fisch vorbereiten. Dazu habe ich jetzt einfach das günstigste Fischfilet aus dem Supermarkt genommen, das Pangasiusfilet. Ja, und diese 3 Fischfilets werden wir jetzt mit etwas Essig oder auch Zitronensaft kurz einreiben von beiden Seiten. Wer Zitronensaft hat, der sollte es lieber mit Zitronensaft einreiben, schmeckt dann einfach besser. Und dann werden wir folgende Gewürze hinzufügen, also Paprika, Gemüsebrühe und Kräuter der Provence. Diese 3 jeweils einen Teelöffel. Und diese 3 Gewürze werden wir dann einfach schön vermischen. Und dann kommt diese Mischung auf die Fischfilets von beiden Seiten. Die werden wir dann damit einreiben, wie wir das jetzt hier tun. Von beiden Seiten einfach schön einreiben. Und dann kommen diese 3 Fischfilets oben auf das Gemüse in die Auflaufform und werden dann einfach noch mit frischen Tomaten belegt. Den Rest der Essigsoße fügen wir noch hinzu. Wir verschwenden ja nie irgendetwas. Ja, und jetzt kommt noch eine große Fleischtomate, die wir in dünne Scheiben schneiden. Die werden jetzt noch auf die Fischfilets draufgelegt. Damit ist das ganze Gericht fast schon fertig vorbereitet und kann dann im Ofen gebacken werden. Ihr seht, wie einfach und schnell das Ganze zuzubereiten ist. Wenn es mal schnell gehen soll, dann
kann man sich dieses Gericht einfach merken. Das ist halt so schön einfach zuzubereiten und es schmeckt so köstlich, vor allem wegen diesen eingelegten Salzzitronen, die auch darin enthalten sind. Ja, und wie gesagt, man könnte dafür jede Art von Gemüse verwenden. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ebenso könnte man natürlich auch jede Art von Fisch dazu verwenden. Ja, und so sieht das Ganze dann am Ende aus, wenn es fertig gebacken ist, wenn Gemüse und Fisch gar sind. Und geht relativ schnell, also nach etwa einer halben Stunde bis einer Dreiviertelstunde ist das Ganze dann auch schon fertig. Das Gemüse ist dann auch schon gar. Ja, und dann kann man das Ganze einfach so essen, wie es jetzt ist, ohne Beilage, weil wie wir sehen, haben wir wenig Soße hier übrig. Das Ganze wurde ziemlich stark einreduziert im Ofen. Und wir essen das einfach so alleine. Schmeckt richtig lecker. Wir dekorieren noch mit etwas Petersilie oben drauf. Und dann kann man das Ganze so jetzt verzehren, wie es ist. Schmeckt wirklich lecker. Mashallah. Wer dieses Gericht aber mit einer Beilage zusammen essen möchte, der sollte einfach etwas mehr Soße für dieses Gericht verwenden und dann entsprechend eben mehr würzen. Damit haben wir dieses leckere, gesunde Fisch-Gemüse-Gericht auch schon fertig gebacken. So kann man das servieren. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachbacken. Guten Appetit. Vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße. Salam alaikum. Eure Mariam.